Schon wieder Nudeln. Jeder, der ein Studium anfängt, der hat irgendwie die Idee, dass das jetzt ein absolut großes Abenteuer wird. Man zieht von zu Hause aus, man hat super viel Freiheit, man hat auch relativ viel Ferien und man kann sich endlich sein Leben selber gestalten. Ende vom Lied ist eigentlich, dass wir alle in einer ziemlich eintönigen Routine wahrscheinlich enden. Man steht irgendwie jeden Tag auf, macht sich Mittag dasselbe zum Essen und geht am Abend zur relativ gleichen Zeit ins Bett. Und man wird einfach so ein schreckliches Gewohnheitstier. Aber das ist eigentlich total schade, weil genau diese Freiheiten, die wir jetzt gerade im Studium genießen können, sollten wir eigentlich auch nutzen. Und ich glaube, eine Sache, um wieder so richtig aus seiner Gewohnheit rauszukommen und aus seinem Alltag rauszukommen, ist ein Auslandssemester. Ich persönlich habe jetzt auch noch kein Auslandssemester gemacht, aber das möchte ich auf jeden Fall im Master noch erledigen. Denn auch ich möchte eigentlich nochmal raus aus dieser Gewohnheit und nochmal was Neues erleben. Und wenn man hier Studierender an der FAU ist, dann hat man auf jeden Fall einige Möglichkeiten, wie man seine Zeit mal noch im Ausland verbringen kann. Und natürlich ist das Auslandssemester, dass du wirklich an eine andere Partnerhochschule gehst und dort halt dann ein Studium machst. Du kannst aber auch ein Praktikum im Ausland machen. Man kann auch eine Abschlussarbeit natürlich, also die Bachelor- oder Masterarbeit im Ausland schreiben und natürlich auch einen Sprachkurs belegen. Im Endeffekt gibt es 3 Möglichkeiten, die man hat, wenn man ein Auslandssemester machen möchte. Die erste ist, dass man den ganzen Austausch über Erasmus macht. Zweite Möglichkeit ist, dass man an eine Partneruniversität geht. Dort muss man sich dann eben an der jeweiligen Fakultät bewerben. Und dritte Möglichkeit ist der Direktaustausch. Wenn man jetzt einen Studienplatz haben möchte bei einer Partneruni der FAU, dann muss man ein paar Schritte befolgen. Also erstens muss man sich natürlich irgendwo fristgerecht bewerben, das ist aber bei jeder Partneruni ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, erstmal entscheiden, an welche Uni es gehen soll und sich dann an diesen Fristen orientieren. Dann geht es weiter, dass die zuständige Kommission erstmal entscheidet, ob du als Studierender überhaupt in Frage kommst. Wenn ja, dann geht es weiter in den 3. Schritt. Im 3. Schritt werden dann eben die verschiedenen Bewerber ausgewählt. Wenn das geklappt hat, dann stellt der Programmkoordinator der FAU eine entsprechende Anfrage an die Universität und es wird dann dort nochmal ein Bewerbungsverfahren geben, damit diese Uni dann nochmal beschließen kann, ob du jetzt wirklich auf ihre Uni auch passt. Falls das jetzt geklappt hat, dann bist du offiziell Austauschstudent und du kannst an dieser Uni dein Auslandssemester absolvieren. Aber es gibt ja nicht nur die eine Seite, also dass wir Studierende von der FAU im Ausland aufgenommen werden, sondern auch von der anderen Seite. Und deswegen werde ich mich jetzt auch gleich mit der Julia treffen und sie erzählt ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen, wie sie auch die FAU so ein bisschen erlebt hat, wie sie Erlangen erlebt hat und da fahren wir jetzt hin. Hallo, ich heiße Julia, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere Übersetzung und Dolmetschen an der Uni meiner Heimatstadt Genua in Italien, bin doch momentan Auslandsstudenten an dem Institut für Fremdsprachen und Auslandskunde bei der FAU. Ja, und warum wolltest du jetzt eigentlich nach Erlangen? Ich war mehr eigentlich an Nürnberg interessiert. Ah, okay. Und auf jeden Fall hat auch eine sehr große Rolle gespielt. Erasmus-Studenten hier in Erlangen haben mir gesagt, das war wirklich eine gute Uni, eine gute Stimmung. Ah ja, okay. Ja, und als du dich dann beworben hast, wie ist jetzt das allgemein abgelaufen? In Italien ist es so, dass wir Anfang des Jahres eine Liste von Partneruniversitäten bekommen. Also alle Erasmus-Interessierten bekommen diese Liste. Und jeder Student kann bis zu 3 Universitäten auswählen. Und dann ungefähr in 2 Monaten bekommt man die endgültigen Listen, damit man wissen kann, an welcher Uni man studieren wird. Ja. Genau. Und um das entscheiden zu können, muss man ein Gespräch mit unterschiedlichen Dozenten machen. Wenn man endlich weiß, an welcher Uni man studieren wird, muss man den sogenannten Learning Agreement unterschreiben. Man verpflichtet sich quasi, den Vorlesungen zu folgen und die Klausuren abzulegen. Okay. Ja, cool. Und was hat dir jetzt besonders gut gefallen? Also allgemein an Erlangen hat mir sehr gefallen, dass die Stadt nicht so groß war und auch, dass die Stadt sehr jung ist. Das Viele auf jeden Studenten, Fall. ne? Ja. Was hat dir gut an der Uni gefallen? Auf jeden Fall die Stimmung. Hier geht es eigentlich mehr um ein
aktives und praktisches Lernen, würde ich sagen. Ehrlich gesagt bin ich mit meiner Auswahl zufrieden. Sehr gut. Ja. So, und daher nicht nur ich hier jetzt Fragen an die Julia habe, sie hat auch ein paar an mich und da bin ich jetzt schon gespannt, was da so auf mich zukommt. Also Wasser. Warum kostet eigentlich das Wasser in Restaurants immer so viel? Wieso zahlt man für Wasser so viel? Ich glaube, das fragen wir uns auch. Ja. Deswegen ist immer der große Tipp, immer Leitungswasser zu bestellen. Das habe ich genannt. Ein Leben ohne Bidet. Ohne Bidet? Bidet? Das finde ich ja ganz, ganz wichtig. Also jeder hat einen zu Hause. Ja, ich kann mir noch nicht gut erklären, wie ihr überhaupt ohne ein Bidet macht. Wie wir ohne Bidet leben können. Ja, genau. Wenn ich irgendwo hingehe, wo es ein BD gibt, frage ich mich jedes Mal, warum es das gibt. Muss ich ja wirklich erklären, wozu? Nein. oder weißt du schon? Okay. Das weiß ich schon. Kohlensäure überall. Kohlensäure? Ich meine, dass hier in Deutschland ziemlich schwierig ist, einen ganz normalen Saft zu finden. Wir haben mehrere normalen Säfte, also ohne Kohlensäure, und ihr ist fast alles Schorle. Also Apfelschorle. Okay. Mhm. Ja, ich bin auch extrem krasser Kohlensäure-Fan. Ich mag auch überhaupt kein Leitungswasser. Okay. Also, oder was heißt kein Leitungswasser? Ich mag gesprudeltes Leitungswasser. Halt. Aber das ist tatsächlich typisch deutsch. Hat kein anderes Land so wie wir. Ja. Typischer Deutsch, als ich dachte. Ja. So, ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen besser informiert fühlt, was das Thema Auslandssemester betrifft. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in 4 Wochen zum nächsten Video.